Also es ist total ein Spektakel hier. Wahnsinn. Das habe ich noch nie gesehen. Das Ganze entwickelt sich mal wieder nach einem Abenteuertrip hier. Also ich finde sie richtig cool. Yvonne will da jetzt durchgehen. Ich hoffe, ich bleibe nicht stecken. Es ist richtig dunkel. 5 Meter über unseren Köpfen. Jedes Mal, wenn wir losfahren und starten, das ist immer wieder aufregend aufs Neue. Nerven flattern. Alles für die coolen Aufnahmen. Die Stelle hier ist die engste. Alle warten sie irgendwie, dass ich ihnen irgendwie was zu fressen gebe oder... Ach Mensch. Ja, und jetzt ist die Show vorbei. Guten Morgen. Guten Morgen und willkommen im neuen Video. Ja, wir haben ja im letzten Video hier geendet und hier fangen wir auch wieder an. Wir fahren in die Stadt, wir haben einiges vor, wir müssen noch ein paar Sachen erledigen und ja, darunter ist halt auch das Thema Maut. Wir sind ja jetzt schon über 2 Wochen, glaube ich, jetzt in der Türkei. Man hat auch so ein bisschen Zeit, bis man das mit der Maut regeln darf oder muss. Ich meine, es sind eigentlich 2 Wochen, jetzt waren wir ja noch ein bisschen länger in den Bergen und ja, haben das so ein bisschen dann, ja, konnten das im Prinzip dann ja nicht machen. Aber jetzt, wo wir direkt runterfahren, werden wir auch das direkt angehen und ich glaube auch nicht, dass es ein Problem wird. Also, was steht heute an? Als erstes einmal tanken, dann brauchen wir eine Mobilkarte, eine Handykarte. Dann besorgen wir uns das Mautticket, wir müssen einkaufen, Müll wegbringen und einen Stellplatz für heute Abend. Also sieht ja leer aus, ne? So ist es ja eigentlich auch. Aber wir haben ja den einen Tank so gebaut, dass er 2 Kammern hat und im Grunde genommen haben wir 3 Tanks, nur für den 3. Tank, was unser Reservetank ist sozusagen, haben wir keine Tankanzeige. Das ist so ein bisschen Selbstüberlistung, dass wir immer rechtzeitig tanken, aber für den Fall, wenn es dann doch mal knapp wird, haben wir immer noch so rund 80 Liter, würde ich sagen, mit denen wir so 200 Kilometer mindestens kommen, auch unter härteren Bedingungen, also wenn wir langsam fahren oder durchs Gebirge fahren oder so. Von daher, das hat sich eigentlich bis jetzt ganz gut bewährt. Seht ihr diese Auswaschung da? Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Das ist vom Wasser, also ich glaube, im Herbst, Winter möchte man hier nicht sein. Das muss eine einzige Matschpiste sein. Genau, für solche Strecken bin ich echt froh, dass ich eine Staudruckbremse habe. Das Schild Zeitung, dass das immer noch richtig hoch ist hier. Also ich weiß nicht, ob es hier in der Türkei auch so ein wie heißt das noch? Schneekettenzeichen gibt. Müsste es ja eigentlich auch, ne? Aber wir sind noch richtig hoch hier. Also jetzt merke ich, wir fahren die ganze Zeit runter, 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 runter und das nicht zu knapp. Also mit einem Gefälle, da fahren wir nur im ersten Gang runter und der LKW drückt, ne? Aber richtig. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Also 40,7 türkische Lira. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wie viel das ist auf Euro. Das werden wir einfach mal einblenden. Ist immer noch günstiger als in Deutschland und auch in Griechenland, glaube ich.
Aber wir haben das schon viel, viel billiger gesehen. Also richtig viel billiger. Deswegen werden wir auch nur den kleinen Tank heute voll machen wieder. Und gucken, ob wir das irgendwo nochmal günstig schießen können. Und dann machen wir beide Tanks randvoll. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away. Wir sind jetzt, ich habe den Namen der Stadt vergessen, blende ich ein. Also in der nächsten größeren Stadt und das ist jetzt hier eine Hauptstraße. Wir hatten uns das extra hier jetzt rausgesucht, dass wir den Vodafone-Shop an der Hauptstraße haben. Aber es ist keine Chance, also hier einen Parkplatz zu kriegen, echt keine Chance. Ja, wir parken jetzt in zwei in der Reihe in der Hoffnung, dass wir das möglichst schnell erledigt kriegen und dann wieder hier wegkommen. Wir haben das zweite Mal Geld abgeholt in der Türkei und bei dieser Bank, die nimmt keine Gebühren. Also so als Tipp für euch, wenn ihr Geld abheben wollt, kommt hier vorbei. Wir haben jetzt in dem Postamt einen Türken kennengelernt, der auch Deutsch spricht. Also der kommt auch aus Deutschland oder hat in Deutschland lange gearbeitet. Und der hat uns erzählt, dass man diese Mautkarte, also das, was wir jetzt hier haben, dass man das eigentlich nicht unbedingt braucht, weil die Maut bezahlt man dann eben halt, wenn man wieder rausfährt an der Grenze und das kostet halt dann irgendwie nochmal 2-3 Euro zusätzlich, aber im Prinzip ist es kein Problem, sagt er. Wir haben jetzt trotzdem uns diese Mautkarte hier geholt, weil nun waren wir ja schon mal da und haben das jetzt mit 600 Lira betankt und ja, wir werden mal sehen, was dann da passiert an der Grenze, weil wir konnten die Karte nur aufladen und nicht unsere bereits entstandenen Kosten irgendwie schon zahlen. Ich schätze mal, das wird dann irgendwie sowas sein wie, dass wenn wir nachher dann ausreisen an der Grenze, dass wir noch den übrigen Betrag, der noch nicht bezahlt wurde, vielleicht noch zusätzlich zahlen müssten. Weiß ich nicht, wird sich zeigen. Wir kommen gerade vom Einkaufen und das erste Mal, wenn man im neuen Land irgendwie einkaufen geht, dann ist es ja immer so eine Sache für sich. Wir sind ganz schön erledigt und wir haben aber zum Glück jetzt alles geschafft. Und jetzt heißt es noch einen Stellplatz für die Nacht finden. Ja, und da fahren wir jetzt irgendwie, glaube ich, auch so... Noch 78 Kilometer. Wir gucken mal, ob wir das noch packen. Wir haben es jetzt schon 6:30. Mal sehen, ob wir nicht vorher irgendwo links oder rechts abbiegen. Ja. Ja. Aber wir machen uns jetzt erstmal auf. Den LKW-Fahrern hier scheißegal. Hauptsache sie überholen und wenn sie nur irgendwie im km/h schneller sind. Und manche LKW, den haben wir da stehen lassen. Kommt gut hoch hier. Mit seinen 150 PS. Vielleicht hat er auch mittlerweile 160 oder 170.
Ja, guten Morgen. Erstmal eines vorweg, wir haben gut geschlafen. Und ja, wie ich dann so einfach mal morgens umhergucke, um noch irgendwie zu prüfen, ob alles in Ordnung ist bei dem LKW, ist, glaube ich, mittlerweile so eine Routine geworden, habe ich bemerkt, dass sie das jetzt zerlegt hat. Also das ist die Halterung für die Heizung und das ist eigentlich eine handelsübliche Halterung aus dem Heizungsbau, die man offensichtlich nicht verbauen sollte, wenn man Expeditionsmobilie baut. Ja, wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass wir das irgendwie reparieren, weil die Heizung, die sitzt halt auf dieser Konsole drauf und ist eigentlich nicht verschraubt. Das heißt, sie kann sich bewegen und zwar hoch und runter. Das ist auch der Grund, warum das hier kaputt gegangen ist. Naja, es hat immerhin eine Offroad-Piste, also eine vernünftige oder eine richtige Offroad-Piste überlebt. Hat es nicht, sonst hättest du das jetzt nicht in der Hand. Stimmt, hat es nicht. Ja. So, wir müssen uns jetzt das überlegen, wie wir diesen Kavenzmann hier, weil das Ding ist ja richtig schwer, irgendwie sichern. Weil im Moment steht die Heizung hier nur auf der Konsole drauf, lose. Und wird noch gehalten von dieser einen Kupferleitung hier, dass die nicht komplett wegkippt oder nach oben abhaut. Das ist ziemlich beschissen, aber wir sind in der Nähe von einer Großstadt, da fahren wir jetzt ins Industriegebiet. Ich werde mir Winkel besorgen, so dass ich die Heizung entsprechend befestigen kann, dass die mir nicht mehr abhauen kann. Ja. Ich hatte euch ja versprochen, es passiert bei uns eigentlich immer etwas. Aber erstmal ein Kaffee, das beruhigt die Gemüter, dann geht es weiter. Ich habe auch schon eine Lösung im Kopf und irgendwie kriegt man das ja sowieso immer alles irgendwie hin. Also von daher, vielleicht betrachten wir das jetzt hier, unser erstes Expeditionsmobil, vielleicht werden wir irgendwann mal noch ein zweites haben, als Lehrstück. Es ist, ich lerne ziemlich viel dabei. Ich habe mich gerade gefragt, wozu das jetzt wieder gut ist. Also natürlich war ich jetzt auch kurzzeitig wieder richtig genervt und frustriert, dass da wieder was kaputt gegangen ist. Aber ich sehe es mittlerweile so, das letzte Mal, als die Tür kaputt gegangen ist, sind wir nach Bursa gefahren und in Bursa haben wir Leute kennengelernt, die uns den geilen See empfohlen haben, den Uludag, und wir haben eine hammermäßige Zeit da gehabt. Wir haben die richtig geile Offroad-Piste dadurch entdeckt und das wäre nicht passiert, wäre uns die Tür nicht kaputt gegangen. Wir erleben irgendwie durch unsere Dinge, die kaputt gehen, wirklich die Menschen und die Orte, an die wir sonst nie gekommen wären, und mittlerweile sehe ich das irgendwie so und das ist jetzt alles gar nicht mehr so schlimm für mich wie zu Beginn dieser Reise. Die nächste Großstadt ist zum Glück nicht so weit weg. Das sind jetzt 21 Minuten, die wir jetzt fahren. Nico hat einen Baumarkt rausgesucht und da machen wir uns jetzt auf den Weg hin. Und wir hoffen, dass wir da dann alles finden werden, um die Heizung zu reparieren. Das ist hier ein riesen Einkaufszentrum, also wirklich riesig. Hier gibt es alles. Und hier gibt es auch einen Baumarkt. Also ich wüsste nicht, dass es in Deutschland auch Baumärkte in keinem Einkaufszentrum gibt. Also zumindest habe ich das noch nicht erlebt. Nicht gut, nicht gut. Das ist hier alles leer, die ganzen Regale sind leer. Und es ist auch abgedunkelt. Also entweder machen die jetzt gerade auf oder sie machen zu. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Aber so eine ähnliche Erfahrung haben wir auch schon mal in Griechenland gemacht. Also Baumärkte sind nicht so wie bei uns, irgendwie, wo man so richtig viel alles findet. Wobei, doch, es gab ja in Griechenland diesen einen riesen Baumarkt. Ne? Da erinnere ich mich jetzt gar nicht mehr dran, wie der hieß, aber der war auch richtig umfangreich. Im Prinzip müssen wir hier nur das Gleiche finden. Ich denke, wir fahren jetzt ins Industriegebiet. Da gibt es halt viele Spezialgeschäfte, denke ich. Zumindest war es beim letzten Mal so. Pizza Hut. You eat fast food. You need gym fit. Also wenn das nicht mal eine mega geile Marketingkampagne ist. Okay, wir haben jetzt noch einen Baustoffhandel hier in der Nähe gefunden. Da kann man jetzt zu Fuß hingehen und das gucken wir uns jetzt mal an. Sieht recht vielversprechend aus.
Auch die gibt es hier. Da wollen wir hin. Das ist wohl auch so eine Baumarktkette oder so vielleicht. Zumindest sieht sie so aus. Auskennen tue ich mich damit jetzt nicht. Sah aber sehr vielversprechend auf den Bildern aus, da was zu finden. Also eins kann man zumindest schon mal sagen, jetzt sich versuchen über Google Informationen zu verschaffen, wo man jetzt letztendlich die Dinge findet, die man braucht. Das ist in der Türkei nicht so einfach. Und letztendlich hängt es ja auch immer davon ab, ob es irgendwie bei Google eingetragen ist oder nicht. Also Google ist ja jetzt keine zuverlässige Informationsquelle. Ist natürlich sehr hilfreich auf jeden Fall, um sich erstmal zurechtzufinden. Aber ich glaube, um wirklich die richtigen Sachen zu finden, muss man halt einfach Zeit investieren. Und ja, dann da, wo man halt die Industriegebiete findet, etwas herumfahren bzw. ja, Leute befragen. Ne? Was ist hier mit den Schwarzen? Die müssten noch passen. Ja, die sehen gut aus. Aber halt schwarz, ne? Ja, aber die sind auch schon richtig schwer und massiv, glaube ich. Ja, das brauchen wir gar nicht so sehr. Weil die Weißen, die wären halt so ganz cool, aber die sind halt echt kurz. Ich glaube, die sind zu kurz. Ja, sonst die silbernen hier noch. So, folgender Plan hat sich ergeben. Wir laufen nochmal zum LKW zurück. Wir sind der Meinung, es ist besser, den LKW hier vor Ort zu haben, um das nochmal genauer alles auszumessen und zu gucken, was die beste Option ist. Weil wenn man schon die Möglichkeit hat, das dann auch zu reparieren und dass es danach dann noch gut aussieht und nicht einfach nur so verbastelt, sollte man die natürlich wahrnehmen. Das heißt, wir holen den LKW, aber vorher werden wir uns noch was zu essen gönnen. Genau, dann fahren wir hierher, kaufen das, was wir brauchen, reparieren das auf dem Parkplatz hier und dann gucken wir mal, wie der Tag weiter verläuft. Also diese riesigen Straßen hier, die wie Autobahnen aussehen, kann man eigentlich nicht als Autobahn bezeichnen, weil, also nicht so in dem Sinne, wie wir das in Deutschland kennen, weil auf Autobahn darf man nicht links abbiegen bei uns. Hier darf man das schon. Also, ich würde das eher als dreispurige Landstraßen bezeichnen. So, die Maximalgeschwindigkeit ist, glaube ich, sowieso 90 oder so. Diese Winkel sind es jetzt geworden. Und die Idee ist, die Heizung mit der Bank zu verschrauben. Wichtig ist, dass die Heizung sich nicht nach oben wegbewegen kann und deswegen müssen die Winkel so sitzen. Ja, ich denke, das wird noch ganz akzeptabel aussehen, weil die Polster darüber sitzen und das Ganze hier dann ja auch weiß ist. Hart aus, das Material. Wie häufig ich diese Zange jetzt schon benutzt habe für die Einziehmutter, das hat sich echt gelohnt. Also das ist so ein Werkzeug, das muss man einfach auf so einer Reise dabei haben irgendwie. Klar, wenn man natürlich plant, nie was reparieren zu müssen, dann braucht man ja gar kein Werkzeug dabei, nicht? Aber davon würde ich so leichtsinnigerweise nicht ausgehen. Irgendwas geht immer kaputt. Auch wenn bei uns vielleicht mehr kaputt geht als bei anderen. Wobei das müsste auch erst bewiesen werden. Es berichtet ja sonst keiner kaum was davon. Den Tag haben wir uns auch wieder anders vorgestellt, ne? Mhm. Immer. Aber irgendwie ist es auch... Es stört irgendwie jetzt auch gerade nicht mehr, ne? Muss man einfach mal sagen.
Ist irgendwie jetzt auch Teil dieses Lebens geworden, so den Camper, den wir haben, dann halt auch in Stand zu halten. Dinge gehen kaputt. Und erst recht, wenn man dann halt so eine Streckentouren fährt wie wir, ne? Dann passiert halt immer irgendwas. Es ist ja halt auch so, dass das ist ja jetzt keine Sache, die uns irgendwie Wochen hier festhält. Wir haben das Problem festgestellt, okay, muss jetzt gehandelt werden, kostet uns jetzt irgendwie einen weiteren Tag. Wenn ich jetzt gleich damit fertig bin, dann ist das durch das Thema. Dann wird da auch nichts mehr nachkommen. Das ist fest. Also, ne, so. Dann wird irgendwann mal wieder ein anderes Thema kommen und dann wird es vielleicht wieder mal einen Tag kosten. Das ist nicht das Thema. Also es ist nicht so schlimm. Aber das, was wirklich so uns richtig an die Substanz gegangen ist, waren so die vielen Wochen in der Werkstatt. Und das in mehreren Werkstätten. Das macht schon fast Spaß. Weil es ist halt einfach, man verbessert den Camper, man verbessert dieses Fahrzeug. Und das ist irgendwie, das fühlt sich gut an. Teile suchen, einen halben Tag, reparieren, eine halbe Stunde. Ja, das ist jetzt bombenfest. Das geht nicht mehr ab hier. Das ist Offroad sicher. Das würde ich mal meinen. Und wenn nicht, dann finde ich noch eine andere Lösung. Aber das ist jetzt gut. Es sieht auch nicht total behämmert aus. Ich würde sagen, es gibt ja, genau, kennt ihr den WAF? W-A-F? Englisch Women's Acceptance Factor. So, also die Akzeptanz der Frau ist hier gegeben. Von daher, die Reparatur war erfolgreich. Ist ja so cool hier. So richtig schön. Das habe ich noch nie gesehen. Ich war noch nie an so einem Salzsee. Ich glaube, man kann darauf gehen. Also diese Eiskruste hier, die ist echt nicht dick. Ne? Die ist richtig dünn. Aber trotzdem sinke ich da schon jetzt nicht mehr ein. Man ist das ja so vom Eis gewöhnt im Winter. Ne? Wie dick darf das sein, wenn man dann auf so einen See raufgehen kann? Ich habe keine Ahnung, ob da drunter Wasser ist. Und wenn man einbricht, wie tief man einbricht. Aber ich glaube, hier sind schon viele Leute raufgegangen. Na Leute, ihr könnt euch das, vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Aber man hat das ja schon so häufig gesehen auf irgendwelchen Instagram-Bildern und das alles. Und trotzdem, es lohnt sich hierher zu fahren und sich das anzugucken. Und das selbst zu erleben einfach. Zuerst denkt man irgendwie so, das ist hier wie mit Schnee bedeckt, dieser See. Also wie zum Beispiel die Alster bei uns in Hamburg. Aber wenn man dann hier ist und das glitzert so schön und das ist nochmal ganz was anderes. Ja, und nehmt eure Sonnenbrille mit, weil ohne könnt ihr hier nicht raufgehen. Das ist wirklich... Das brennt in den Augen, das Weiß. Ich glaube, die Voyager 1 ist hier abgestürzt. Was für eine Weite, oder? Es ist so schön hier, es ist so schön. Ein rosa See. Möchtest du was sagen? Nein.
Ich hocke hier auf dem Boden rum und tue einfach so, als ob ich irgendwas Besonderes tue. Na, irgendwas hast du dir doch angeguckt. Ich habe mir Steine angeguckt und lese gerade im Schaftung, ob wir weiterfahren sollten heute oder nicht. Genau. Für uns geht es jetzt weiter. Wir sind 2 Nächte hier gewesen. Es ist wirklich eine super tolle Landschaft. Also für alle, die auf dem Weg nach Kappadokien sind, das liegt direkt auf dem Weg. Man kann hier wirklich total toll stehen. Es ist wirklich sehr, sehr ruhig. Für uns geht es jetzt weiter, denn wir wollen die Heißluftballons sehen. Keine Schranke, ne? Nee. Wir sind einfach durch. Wir sind gestern 200 Kilometer gefahren und haben dafür mal wieder 5 Stunden gebraucht. Ich glaube, das ist momentan so unsere Reisegeschwindigkeit, aber an die haben wir uns auch ganz gut gewöhnt. Ne? Also worauf man sich einstellen muss, die Straßen in der Türkei sind noch mal schlechter als in Griechenland. Also selbst Straßen, die als, ich würde jetzt mal sagen, Bundesstraßen bezeichnet werden würden, so wie jetzt in Deutschland, sind hier doch recht buggelig. Ja. Also da muss man ein bisschen mehr Zeit einplanen. Und manche Straßen sind auch einfach nur Pisten. Wir wollten gestern Richtung Kappadokien fahren und dann haben wir links und rechts geguckt und haben hier, seht ihr schon im Hintergrund, total geile Höhlen gesehen. Und dann dachten wir so, naja, dann fahren wir doch mal irgendwie mal links ran. Ne? Warum jetzt weiterfahren, wenn hier schon richtig cool aussieht? Und ja, wir werden mit euch heute mal die Gegend erkunden und uns diese Behausung angucken. Wir sind schon echt gespannt. Genau, es gibt hier in der Nähe auch noch so ein Museum, wo man noch mehr sehen kann. Das werden wir uns auf jeden Fall auch angucken. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir da jetzt hochkommen, aber da hoch, da geht's hoch. Okay. Das sieht aus wie eine Treppe. Oh Gott. Okay. Und kommen wir auch wieder runter? Darüber denke ich jetzt noch nicht nach. Ich will erstmal hoch. Also hoch ist kein Problem. Also. Da wäre jetzt ja umgekehrt. Ja, genau. Was? Wie cool ist das denn? Okay. Da mal rein in das Loch. Ja. Ich glaube, das ist mehr Platz als in Odin. Also meine Fantasie geht gerade mit mir durch und ich denke, hier oben haben die Menschen geschlafen, aber ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Wir werden ja gleich noch ins Museum gehen und da hoffen wir, dass wir natürlich ein bisschen mehr erfahren, dass wir euch ein bisschen mehr erzählen können, weil jetzt müssen wir alles unserer Fantasie überlassen. Wie war das? Wer hochkommt, muss auch wieder runter. Das kennen wir doch bei uns zu Genüge. Ich weiß nicht, ob man vorwärts lieber runtergeht oder rückwärts. Scheiße. Besser ist umgekehrt. Umgekehrt, ne? Genau. Okay. Was, die Kamera soll ich in die Tasche stecken? Wie soll das denn gehen? Deine Hosentasche. Ja, genau. Es sind nur 1,3 Kilometer bis dahin. Und da wollten wir nicht extra den LKW anwerfen, um da hinzufahren. Aber es ist halt hier einfach nur eine Schnellstraße. Fußgängerwege gibt es hier einfach nicht. Ja, es gibt hier aber einen grünen Mittelstreifen, den benutzen wir jetzt.
Na? Kommen wir nicht weiter, ne? Das Ganze entwickelt sich mal wieder nach einem Abenteuertrip hier. Wir schlagen uns jetzt irgendwie durch die Büsche und durch den Fluss, um da hinzukommen. Ich habe echt keinen Bock zurückzulaufen, nur mit dem LKW jetzt 1,3 Kilometer zu fahren. Nee, das will ich nicht. Und hier ist irgendwie der Fluss. Aber da kommen wir rüber. Ich habe gerade gelesen, wir sind eigentlich schon in Kappadokien. Also auch wenn hier noch keine Heißluftballons fliegen, wir befinden uns schon im Gebiet Kappadokien in der Türkei. Okay, also Eintritt ist hier frei. Wir haben eine sehr verwirrende Karte bekommen, mit der können wir leider überhaupt nichts anfangen. Und es stand vorhin hier ein Schild, oder davor steht ein Schild, hier soll irgendwie eine Kirche sein, aber hier ist irgendwie gar keine Kirche und die Kirche, die auf dem Bild ist da hinten. Also hier ist mehr Platz als im LKW. Sogar hier innen drin ist alles so in Felsen gehauen. Also ein Relief drin, ne? Als wären das Fenster. Ja. Also eigentlich ist das hier ein riesiges Gebiet einer byzantinischen Siedlung aus dem 10. Jahrhundert. Und da hinten kann man vielleicht unseren LKW erkennen. Rechts vom Berg, da ist so ein weißer Kasten, das ist unsere Kabine. Also ich finde sie richtig cool. Das ist einfach genial. Ich mag sowas. So alte Steine. Und man entdeckt an jeder Ecke hier was Neues. Ah, wie geil ist das denn? Da will ich unbedingt hoch. Das sind die Penthäuser. Für 1 Million türkische Lire. Wollen wir uns eins aussuchen? Aha. Wir suchen eins aus. Hier können wir uns eins leisten. Ja, das ist halt extremer Altbau, ne? Ja. Und auch nur für gutes Wetter, weil es sind doch keine Scheiben drin. Ich glaube, das bleibt so. Sieht zwar so aus, als ob man da rein könnte, aber da ist irgendwie Wasser drin. Ich finde, von hier aus kann man Uri noch viel besser sehen. Oh, wie cool das auch von hier oben aussieht. Wenn du einmal da runter guckst, das ist ja richtig genial. Ich glaube, hier hat man den besten Blick. Yvonne will da jetzt durchgehen. Ich hoffe, ich bleibe nicht stecken. Aber das sollte für mich passen. Oh, wow. Jetzt muss ich natürlich auch da durch. Wow und krass, hört sich gut an. Auch noch runter. Das da ist krass.
Ey, das muss man erstmal bauen. Also die haben sich da in den Fels reingegraben, um da eine Wand reinzubauen mit Fenstern. Wahnsinn. Die ist richtig groß, die Höhle. Und da hinten ist eine Treppe. Das ist richtig dunkel. Das sieht jetzt auf der Kamera nicht so aus, aber da ist kein Licht. Und da gehen wir jetzt rein. Ich habe mein Handy jetzt angemacht. Da geht's nicht weiter. Also hier dran sieht man, dass das alles vergänglich ist. Also irgendwann ist das alles weg. Für immer verloren. Diese Pilzformation, die haben wir von Weitem gesehen und dachten uns, wow, das müssen wir uns auf jeden Fall mal angucken. Sieht so ein bisschen aus wie Little Love Valley. Ja. Ich bin müde, ich kann nicht mehr aufnehmen. Ich glaube, wir haben 1000 Höhlen gesehen und 5 Millionen Pilze. Ich will jetzt wieder zurück zum LKW, ich habe Durst. Warum haben die Star Wars eigentlich nicht hier gedreht? Es ist echt. Könnte auch so eine Kulisse sein. Hinten kommt jetzt wieder einer. Ich weiß gar nicht, kann man das aufnehmen? Ja. Ja. Die fliegen ganz dicht über uns rüber. Das ist total ein Spektakel hier. Wahnsinn, Wahnsinn. Großartig. Oh Mann. Ja. Also so häufig schon gesehen, irgendwie auf YouTube, Instagram. Aber das muss man selber erlebt haben. Man muss selber hier sein. Das war ey, krass. 5 Meter über unseren Köpfen. Was für ein Erlebnis. Also wir sind die erste Nacht hier angekommen und dann gleich am nächsten Morgen wach geworden mit diesem genialen Spektakel. Also es hat uns wirklich komplett umgehauen. Wir haben das ja schon öfters auch mal gesehen in anderen Videos, aber wenn man das selber erlebt hat, das ist unbeschreiblich. Ja, wir finden, das ist ein schöner Abschluss für dieses Video. Wir bedanken uns, dass ihr zugeschaut habt. Wir werden noch eine Weile hier bleiben und im nächsten Video wird es auf jeden Fall weitergehen hier in Kappadokien. Wir haben jetzt hier noch ein paar Tage verbracht, haben Leute kennengelernt. Das war eine super schöne Erfahrung. Grüße gehen raus. Und ja, wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dann.